Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Tipps, um Deutsch zu lernen und mehr über die deutsche Sprache und Kultur zu erfahren. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Lernende beschäftigt. Warum ist die deutsche Sprache eigentlich so schwierig? Oder ist sie vielleicht gar nicht so schwer, wie alle sagen? Es gibt viele Meinungen dazu und oft hängt die Antwort davon ab, mit welcher Sprache man sie vergleicht. Schauen wir uns also mal an, wie Deutsch im Vergleich zu anderen europäischen Sprachen wie Englisch, Spanisch und Französisch abschneidet. Zunächst einmal muss man sagen, dass Deutsch viele Eigenschaften hat, die es zu einer herausfordernden Sprache machen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Grammatik. In der deutschen Sprache gibt es 4 Fälle: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Diese Fälle bestimmen, wie die Wörter im Satz verwendet werden. Zum Beispiel verändert sich der Artikel der im Akkusativ zu den, im Dativ zu dem und im Genitiv zu des. Wenn du Deutsch lernst, musst du also nicht nur die Wörter lernen, sondern auch, in welchem Fall sie im Satz stehen. Im Englischen gibt es diese Unterscheidung nicht, was es für Englischsprechende schwieriger macht, sich an die deutsche Grammatik zu gewöhnen. Ein weiteres Merkmal, das Deutsch für Lernende kompliziert macht, ist die Wortstellung. In deutschen Sätzen ist die Wortstellung viel flexibler als im Englischen, aber sie kann auch verwirrend sein. In einem Nebensatz zum Beispiel steht das Verb immer am Ende. Im Englischen ist es jedoch üblich, dass das Verb direkt nach dem Subjekt kommt. Ein Beispiel für einen deutschen Nebensatz: Ich weiß, dass du nach Hause gehst. Hier steht gehst am Ende des Satzes, was für Englischsprechende ungewohnt ist. Auch die Artikel im Deutschen können herausfordernd sein. Im Gegensatz zum Englischen, wo es nur the gibt, hat das Deutsche 3 verschiedene Artikel: der, die und das. Jeder Artikel hängt vom Geschlecht des Substantivs ab: maskulin, feminin oder neutral. Zum Beispiel der Hund, die Katze, das Buch. In vielen anderen Sprachen, wie Spanisch oder Französisch, gibt es ebenfalls Geschlechtsunterschiede, aber im Englischen gibt es diese Unterscheidung nicht, was es für Englischsprechende einfacher macht. Wenn wir nun Deutsch mit anderen europäischen Sprachen vergleichen, wie sieht es dann aus? Eine Sprache, die oft als einfach betrachtet wird, ist Spanisch. Die Grammatik im Spanischen ist zwar auch nicht ganz ohne Herausforderung, aber im Vergleich zum Deutschen gibt es weniger Fälle und die Satzstruktur ist klarer. Außerdem ist die Aussprache im Spanischen relativ einfach, weil die Wörter immer so ausgesprochen werden, wie sie geschrieben werden. Im Deutschen hingegen gibt es viele Ausnahmen bei der Aussprache. Zum Beispiel wird V im Deutschen normalerweise wie F ausgesprochen, aber in einigen Wörtern wie Vater klingt es wie ein W. Das Französische ist eine weitere europäische Sprache, die sich vom Deutschen unterscheidet. Die Grammatik im Französischen hat viele Ähnlichkeiten mit der deutschen, aber sie ist oft weniger kompliziert. Es gibt zum Beispiel auch viele unregelmäßige Verben und eine Geschlechterunterscheidung bei den Substantiven. Doch im Französischen gibt es weniger Fälle als im Deutschen, was das Lernen etwas vereinfacht. Aber wie im Spanischen gibt es im Französischen viele unregelmäßige Ausnahmen, die die Sprache auch nicht unbedingt leicht machen. Die deutsche Sprache hat aber auch viele Stärken. Zum Beispiel ist sie sehr präzise und bietet viele Möglichkeiten, um genau auszudrücken, was man meint. Man kann viele verschiedene Nuancen und Bedeutungen durch die Wortstellung und die Wahl der Fälle deutlich machen. Das macht Deutsch zu einer sehr ausdrucksstarken Sprache, besonders in der Literatur und Philosophie. Die deutsche Sprache hat eine lange Tradition in der Wissenschaft und Literatur und viele berühmte Werke wurden in Deutsch geschrieben. Wer die Sprache lernt, kann diese Werke in ihrer ursprünglichen Form lesen und verstehen. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen Deutsch als schwierig empfinden, ist der Wortschatz. Es gibt im Deutschen viele zusammengesetzte Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Zum Beispiel Handschuh-Schneeballwerfer oder Dachgepäckträger. Diese Wörter sind oft schwer zu verstehen, weil sie so lang und komplex erscheinen. Aber sie haben auch den Vorteil, dass man mit wenigen Wörtern viele verschiedene Bedeutungen ausdrücken kann. Das deutsche Wort Handschuh-Schneeballwerfer beschreibt zum Beispiel eine Person, die etwas tut, aber dabei keine Verantwortung übernimmt.
Es ist also eine sehr präzise Bezeichnung für eine bestimmte Art von Verhalten. Warum gibt es diese vielen speziellen Wörter im Deutschen? Ein Teil der Antwort liegt in der Geschichte der Sprache. Deutsch hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt und hat Einflüsse aus verschiedenen Quellen aufgenommen, unter anderem aus dem Lateinischen, dem Griechischen und dem Französischen. Das hat zu einer großen Vielfalt im Wortschatz geführt, und viele Wörter sind im Deutschen sehr spezifisch und detailliert. Im Vergleich zu anderen Sprachen, wie dem Englischen, das viele Wörter aus anderen Sprachen übernommen hat, ist der deutsche Wortschatz oft reiner und weniger von Fremdwörtern beeinflusst. Die Frage, wie lange es dauert, Deutsch auf ein gutes, flüssiges Niveau zu bringen, ist nicht so einfach zu beantworten. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der eigenen Muttersprache, der Zeit, die man für das Lernen aufbringt, und der Art und Weise, wie man lernt. Generell sagen Experten, dass man etwa 600 bis 800 Stunden aktives Lernen braucht, um ein gutes Gesprächsniveau in Deutsch zu erreichen. Das bedeutet, dass man mit intensiver Praxis in etwa einem Jahr in der Lage sein sollte, sich gut auf Deutsch zu unterhalten. Aber das ist nur eine grobe Schätzung. Manche Menschen lernen schneller, andere langsamer. Der wichtigste Faktor ist, dass man regelmäßig übt und sich mit der Sprache beschäftigt. Wenn du Deutsch lernen willst, ist es wichtig, Geduld zu haben und dran zu bleiben. Auch wenn die Sprache am Anfang schwierig erscheint, wirst du merken, dass du mit der Zeit immer besser wirst und immer mehr verstehst. Es gibt viele Wege, Deutsch zu lernen. Du kannst Kurse besuchen, mit Muttersprachlern sprechen, Filme und Serien auf Deutsch schauen oder einfach regelmäßig Vokabeln üben. Die wichtigste Sache ist, dass du nicht aufgibst und weiter übst. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass sich die Sprache nach und nach in deinem Kopf verankert. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Deutschlernen ist das Hören und Sprechen. Oft konzentrieren sich Lernende zu sehr auf das Lesen und Schreiben. Aber die Fähigkeit, Deutsch zu verstehen und flüssig zu sprechen, ist genauso wichtig. Am Anfang wird es dir schwerfallen, die vielen unterschiedlichen Akzente und Dialekte zu verstehen. Aber je mehr du die Sprache hörst, desto leichter wird es. Ein weiterer Vorteil des Deutschlernens ist, dass es dir Zugang zu einer Vielzahl von interessanten und kulturell bedeutenden Inhalten verschafft. Die deutsche Sprache wird in vielen Ländern gesprochen und Deutschland ist bekannt für seine hervorragende Bildungs- und Wissenschaftslandschaft. Wenn du also Deutsch sprichst, eröffnen sich dir viele Möglichkeiten, in verschiedenen Bereichen wie Literatur, Philosophie, Wissenschaft und Musik tiefer einzutauchen. Außerdem ist Deutsch eine der wichtigsten Sprachen in der Europäischen Union und in der Wirtschaft. Viele internationale Unternehmen suchen nach Mitarbeitern, die Deutsch sprechen, da es in vielen Bereichen der Geschäftswelt von großer Bedeutung ist. Natürlich gibt es auch Herausforderungen beim Deutschlernen. Die deutsche Aussprache kann schwierig sein, besonders für Sprecher von Sprachen, die weniger ähnliche Laute wie das Deutsche haben. Aber auch hier gilt: Übung macht den Meister. Mit regelmäßigem Üben wirst du merken, dass deine Aussprache immer besser wird. Es hilft auch, sich deutsche Filme oder Serien anzusehen und dabei genau zuzuhören, wie Muttersprachler die Wörter aussprechen. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist, einen Sprachpartner zu haben. Ein Muttersprachler, mit dem du regelmäßig sprechen kannst, hilft dir nicht nur, deine Sprechfertigkeiten zu verbessern, sondern gibt dir auch wertvolle Einblicke in die Kultur und das Alltagsleben in Deutschland. Dies kann dir helfen, die Sprache nicht nur auf der grammatischen Ebene zu lernen, sondern auch zu verstehen, wie sie in der Praxis verwendet wird. Es gibt auch viele Online-Ressourcen, die dir beim Deutschlernen helfen können. Apps, Websites und Podcasts bieten interaktive Übungen und Lektionen, die dir helfen, dein Vokabular zu erweitern, deine Grammatik zu verbessern und deine Aussprache zu trainieren. Du kannst auch Online-Sprachpartner finden, die mit dir auf Deutsch sprechen und dir Feedback geben können. Die deutsche Sprache hat viele Nuancen und oft ist es die Kombination von verschiedenen Lernmethoden, die den Erfolg bringt. Manche Menschen lernen am besten durch Wiederholung und Übung, andere bevorzugen es, die Sprache in einer natürlichen Umgebung zu erleben. Es gibt keine einzige Methode, die für jeden funktioniert. Aber die wichtigste Regel ist, kontinuierlich und regelmäßig zu üben. Wenn du einmal das Gefühl hast, dass du die Grundlagen der Sprache beherrschst,
ist es sinnvoll, sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren, die dich interessieren. Ob es nun um deutsche Filme, Literatur, Geschichte oder Musik geht, wenn du dich mit Themen beschäftigst, die du liebst, wird das Lernen viel interessanter und motivierender. Du wirst feststellen, dass du schneller Fortschritte machst, wenn du das Lernen mit deinen Interessen verbindest. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Deutsch eine Sprache mit vielen Herausforderungen, aber auch vielen Möglichkeiten ist. Der Weg zum fließenden Deutsch ist lang, aber mit der richtigen Einstellung, Geduld und regelmäßigem Üben wirst du in der Lage sein, deine Ziele zu erreichen. Sei dir bewusst, dass das Lernen einer Sprache Zeit braucht, aber mit jedem Schritt wirst du mehr verstehen und dich sicherer fühlen. Die deutsche Sprache ist nicht nur eine der bedeutendsten in Europa, sondern öffnet dir auch viele Türen in der internationalen Welt. Wenn du also gerade mit dem Deutschlernen begonnen hast, bleibe dran und gib nicht auf. Du wirst merken, wie sich mit der Zeit alles miteinander verbindet und du immer sicherer im Sprechen und Verstehen wirst. Und denke daran, dass jeder Fortschritt zählt, auch wenn er klein erscheint. Schließlich ist das Ziel, dich in einer neuen Sprache sicher auszudrücken und in der Lage zu sein, dich mit anderen Menschen auf Deutsch zu verständigen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, vergiss nicht, ein Like dazulassen, einen Kommentar zu hinterlassen und unseren Kanal zu abonnieren, wenn du noch nicht getan hast. Wir freuen uns, dass du mit uns Deutsch lernst und hoffen, dir weiterhin zu helfen, deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Schreib uns in den Kommentaren, welches Thema du dir als nächstes für unseren Kanal wünschst. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.